Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der Episode gucken wir uns den Zeitraum vor 2000 an, und zwar was da an fremder Tarnung und Surplus-Ausrüstung so in der Truppe genutzt wurde. Dann starten wir gleich mal mit dem ersten Bild, beziehungsweise die ersten Bilder, die man so ein bisschen in einem Zeitrahmen einfassen kann, und zwar die Eingliederung der NVA in die Bundeswehr. Natürlich hier ein besonderer Fall und nicht, dass da extra Material gekauft wurde oder sich privat beschafft wurde etc. Aber eben andere Ausrüstung, die eigentlich nicht zur Bundeswehr gehört, in der Bundeswehr oder in Verbindung mit Bundeswehrausrüstung. Und zwar sehen wir hier ganz schön die Bewaffnung, also die MPI der NVA hier in der Version mit fester Schulterstütze und hier eben nochmal in der Version mit der Klappschulterstütze. Ich meine, hier kann man so halb erkennen, wahrscheinlich, dass es Panzergrenadiere sind. Am Anfang war das Problem mit der Umrüstung, dass man auf einmal für so viele Soldaten Material haben musste und deswegen erstmal mit ja, mit den Basissachen gearbeitet wurde, was Uniform war, etc. Und die haben dann eben noch ihr anderes Material in der Zeit zum Teil weiter benutzt. Ja, genauso sehen wir das hier einmal im Großen, und zwar mit den BMPs hier schon umgerüstet auf Bundeswehr, also einfach nur ein neues Hoheitsabzeichen dran. Und wir haben hier vorne die Besatzung. Wir sehen hier noch die Gewehrriemen der, ach, der Gasmaskentasche von der NVA, hier die Panzerhaube. Dazu aber schon der Bundeswehr Stahlhelm. Ansonsten sehen wir noch hier vorne die ähm, Magazintasche für die AK mit jeweils 4 Magazinen drin. Also eine große Tasche für 4 Magazine, aber schon aufgeschlauft auf der Bundeswehrkoppel und auch dem Bundeswehr-Trageriemen für die Koppel, Suspender, wie es im Englischen so schön heißt. BW-Stiefel werden auch schon getragen. Genau, Helmnetz ist drauf. Aber hier das Helmnetz dürfte auch noch das von der NVA sein mit den Kleinhaken. Aber da bin ich mich super sicher, weil diese Olivezeit ist jetzt nicht mein ultimatives Fachgebiet. Genau, hier vorne sehen wir, dass der Soldat hier wahrscheinlich das Leistungsabzeichen in Gold auf der Tasche trägt vielleicht, wenn nicht. Könnte sein, dass es vielleicht auch hier schon, ähm, ja, die es entweder für sich abgelegt haben oder auch Bundeswehrpersonal ist, was vielleicht nur rübergegangen ist, um Ausbildung zu betreiben etc. Ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der da schon mehr Ahnung hat. Ansonsten sehen wir aber schon hier das MG3, hier unten das Stück von der Schulterstütze, was hier schon im Einsatz ist. Und ansonsten noch die Ostbewaffnung. Das nächste Bild, das habe ich vom Instagram-Account von East German NVA Collector. Der sammelt primär NVA-Ausrüstung, und da waren dann diese Bilder mit dabei. Und zwar haben wir hier auch vom Luftsturmregiment 40 die Übergangsphase, und wir sehen hier sehr schön die normale Moleskin-Uniform der Bundeswehr. Und der Rucksack dürfte wahrscheinlich auch schon der Jägerrucksack sein, Fallschirmjägerbarett und die NVA Fallschirmjägerweste. Also hier, das dürfte dann wohl auch in den frühen 90ern eine der ersten Kampfmittelwesten sein, die in der Bundeswehr zu finden waren. Quasi mehr oder weniger dienstlich geliefert, also übernommen. Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Gerade auch für Leute, die sowas nachstellen wollen, finde ich mega. Mit der Ostbewaffnung in Kombination mit Bundeswehr ist natürlich nicht eine Ewigphase, wo sowas getragen wurde, aber schon einen gewissen Zeitraum. Hier ebenfalls nochmal ein Bild vom Luftsturm Regiment 40. Hier tragen die Soldaten die NVA Arbeits-Overall oder Uniform. Dürfte ein Overall-Schnitt gewesen sein. Ähm, hier wahrscheinlich hier Hindernisbahn. Und hier sehen wir auch noch schön die NVA Einstrich, Keinstrich Weste
und dann schon der Bundeswehr-Fallschirmspringerhelm. Hier ist so ein bisschen das Besondere, das ist, glaube ich, aus einer frühen Phase, wo Rekruten noch eingezogen wurden, die dann so 'n Mittelding bekommen haben, teils Bundeswehrausrüstung, teils noch NVA. Und so wurde dann erstmal weiter der Betrieb fortgeführt, weil die ganzen Einheiten halt sofort in die Bundeswehr erstmal integriert wurden. Da wurde ein eigenes Kommando für, gegründet und dann ging es da erstmal mit dem Betrieb weiter und danach wurde dann weiter integriert oder eben, äh, ja, aufgelöst et cetera. Hier nochmal ein schöner Blick von hinten vom Marsch, wo wir die falsche Megaweste und den Overall von hinten sehen. Hier die aufgesetzten Taschen, hier die Halterung für das Zubehör, für die Packtasche etc. und die Bundeswehr-Stahlhelme. Jetzt eine andere Phase und zwar hatte ich das Thema auch schon mal mit Erik vom Prepared Podcast in einer Podcast-Episode, dass es auch darum ging, mit privat beschaffter Ausrüstung auch so ein bisschen sich zu individualisieren, weil alles ist einheitlich. Das ist natürlich schon cool, wenn man minimal anders aussieht. Und wir haben einen Zeitraum, wo es für den alten BW-Stahlhelm nicht mehr unbedingt Zahnbezüge gibt. Das haben wir auch schon auf anderen Bildern gesehen, dass da primär der Helmnetz getragen wurde. Hier zum Beispiel wird auch das dienstlich gelieferte Bundeswehrnetz getragen, jedenfalls sehr wahrscheinlich, weil wenn ich diese Klammern so sehe. Und wir haben noch den Zeitraum Olive-Uniform, schon die Splitterschutzweste in Flecktarn und eben wurden gerne Helmbezüge anderer Nationen genutzt. Hier vom US M1 Stahlhelm der Woodland-Helmbezug, der mehr oder weniger passt. Der M1-Helm bei den Amerikanern hat ja noch so einen Innenhelm, wo das Ganze befestigt wird. Hier wurden dann oftmals die Ränder abgeschnitten und dann einfach mit dem Helmnetz fixiert oder eben anders gelöst. Damals gab es auch noch diese alten Tarnungen, wo Helmzüge aus Möwentarn hergestellt wurden. Haben wir bestimmt gleich nochmal irgendwo dabei. Hatte aber auch nicht jeder. Und es war natürlich cool, weil man auch mal was anderes hatte. Ja, wie wir das so sehen, das ist auf jeden Fall recht häufig gemacht worden, dass eben Woodland und andere Bezüge genutzt wurden. Hier noch schön mit dem Bundeswehrparker, der Uzi dabei und dann eben Helm, Netz, Bundeswehrfabrikat sehr wahrscheinlich. Hier diese Klammern sind diese breiteren. Müsste eigentlich immer dieses Bundeswehrnetz sein, oben noch zum enger ziehen. Wenn es das nicht ist, dann verzeiht es mir, ist nicht so ganz mein Timeframe. Und wer es weiß, schreibt es gerne dazu. Haben wir denn hier noch? Und zwar sehr wahrscheinlich das USGI, also US Government Issued, ähm, den Helmriemen hinten dann mit so zwei Leuchtelementen dran, dass man den Vordermann auch im Dunkeln erkennen kann. Und hier sehr schön der Woodland Helmbezug. Ein weiteres Bild hier der Militärpolizei, ebenfalls hier die Uzi bzw. MP2, hier aber noch mit der Holzschulterstütze. Hier sehen wir noch die alten Canvas Magazintaschen für die Maschinenpistole. Haben wir auch schon im letzten Video mit den Kampfschimmern ziemlich oft im Einsatz gesehen. Und auch hier der Woodland Helmbezug. Der Fahrer hier dürfte ebenfalls einen Woodland Helmbezug tragen, wenn man sich die Farben anguckt. Dann hier ein weiteres Beispiel für die Woodland-Helme. Gut, hier drüben können wir es jetzt leider nicht erkennen. Was wir aber erkennen können, ist hier eben der Woodland-Helmbezug. Auch hier wieder das Helmgummiband. Hinten sehen wir auch so ein bisschen die Leuchtrassierfläche. Und das hier ist aus dem Buch Fallschirmjäger heute von Karl Schulze. Habe ich mal einen Scan von gemacht und hier sehen wir auch schon ganz schön die verschiedenen Elemente mit teils Flecktarnkoppel, hier noch Oliv dabei. Hier drüben auch die G3-Taschen schon in Flecktarn, hier aber noch die Wasserflaschentasche in Oliv, aber schon das G36 dabei mit Zweibein und hier wahrscheinlich der Kamerad, der Feinddarstellung oder irgendwie lokale Kräfte darstellen soll. Was haben wir hier noch? Und zwar hier diesen Schal, das ist so dieser britische Netzschal, auch sehr beliebt gewesen in der Truppe. Also auch hier ein weiteres Stück Surplus. Ach ja, was ich noch sagen wollte, diese US-Helmbezüge, das ist ganz viel, dass es aufkommt in der Zeit, wo die Amerikaner umsteigen auf den neuen Kevlar-Helm. Da ist sowas natürlich dann
Surplus. Das ganze Zeug gab es in Deutschland und war in Unmengen verfügbar und deswegen konnte man es überall bekommen. Hier nochmal ein schönes Beispiel. Hier, das könnte vielleicht ein ausgewaschener Möwentan sein oder irgendwas anderes. Das ist sehr schwer zu sagen. Hier alte Bundeswehr-Regenjacke. Und dann haben wir hier wieder nochmal sehr schön zu erkennen den Helmbezug in Woodland und hier auch wieder das Helmgummiband mit der Leuchtrassierfläche. Also auch hier wieder immer einer dabei, der mal was anderes trägt. Ja, hier auch noch Koppel. Achso, was hier noch auffällt natürlich, weil es die alte Olive-Version ist, hier ist noch nicht der Brustgurt dran, war aber natürlich bei dem Vorgänger vom Bild gerade eben auch nicht. Ähm, Das ist auch mal ganz gut zu unterscheiden. Hier noch mal 'n bisschen was Besonderes, die habe ich in 'nem Forum gefunden. Das Forum, den Link, haue ich unten drunter, den habe ich grad nicht griffbereit, wie die Seite hieß. Aber hier, auch wieder das BW-Helmnetz und da drunter könnte man meinen, ist Woodland, aber nein, das sieht mehr nach RDF, also dieses Zwischending aus der Vietnam-Ära, ERDL und dann Woodland. Dazwischen war noch diese RDF, Rapid Deployment Force Uniform. Da waren die Farben ein bisschen anders, die Übergänge waren nicht mehr, habe ich auch schon mal erwähnt im letzten Video. Und das ist noch von den einigen Mustern her ein bisschen Unterschied, also von den Elementen, die da drin vorkommen. RDF-Bezug habe ich auch hier. Das erkennt man ganz gut, wenn die ein bisschen gebraucht sind, denn da sieht das Woodland nämlich schon ordentlich anders aus. Und hier auch wieder ein bisschen frühere Phase noch mit der Moleskin-Uniform. Hier ein sehr schönes Bild. Hier haben wir es. Hier ist der Amöbentarn zu sehen, der Bezug. Die wurden oftmals in den eigenen Schneidereien am Standort hergestellt. Aber hier ist noch das Besondere bei diesem Kamerad. Und zwar trägt der einen Helmbezug, der sehr wahrscheinlich selbst genäht wurde, aus britischem BPM-Material. Auch hier wieder ein Netz drüber, der dann das Ganze irgendwie auf dem Helm hält. Sehen wir auch hier, dass alles irgendwie ein bisschen zurechtgeschnitten wurde, aber auch sehr schön zu sehen. Also gelesen habe ich auch noch, dass Leute einen ERDL-Bezug getragen haben, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, aus der Vietnam-Ära, beziehungsweise ganz am Ende der Vietnam-Ära, die es dann noch gab. Die weiß ich nicht, wie oft man die in Deutschland im Surplus finden konnte, aber ich denke mal auch, dass die hin und wieder mit bei diesen Woodland-Bezügen mit dabei lagen, weil da keiner großartig nachgeguckt hat. Aber deswegen gab es da ganz verschiedene Modelle, die dann von den Soldaten gekauft und genutzt wurden. Hier ein weiteres Überbleibsel aus der Übernahme der NVA. Das ist auch noch ein Stück, was ich noch kenne, was ich damals noch empfangen habe, als ich 2007 zur Bundeswehr bin. Und zwar habe ich das empfangen unter der Bezeichnung Kampfmesser quer. Hier sehen wir gleich zwei verschiedene Versionen. Einmal hier in Schwarz, die genaue Bezeichnung weiß ich auf gar keinen Fall. Das ist so ein Messer-Jockel-Nerd-Ding, sage ich mal. Und hier halt schon mit dem orangenen Bakelit-Griff. Sind NVA-Bajonette, die übernommen wurden und halt immer noch in der Bundeswehr sehr lange weiter genutzt wurden. Oh, also ich weiß noch aus meiner Zeit, dass immer noch diese Dinger bei Leuten rumgeschwirrt sind, die nie das Kampfmesser eingetauscht haben. Und da reden wir dann halt noch so von 2017 oder so, wo Leute so ein Ding immer noch irgendwo im Schrank liegen hatten. Und da wird es garantiert noch immer welche geben, die irgendwo sich in den BW-Beständen finden. Ansonsten, ja, was ist noch ein ganz schönes Detail hier auf so einem Foto? Und zwar hier so ein schön zusammengetaptes G3-Magazin. Da ist dazwischen immer irgendwas als Abstand zwischengesteckt worden, um da dann so halt zwei Magazine gekoppelt mit Tape mitführen zu können. Können wir sonst noch mal eben gucken. Ja, auf den ersten Blick jetzt erstmal nichts. So, das nächste Bild ist aus einer Barett-Zeitschrift von 1992. Ähm, Hier haben wir keine besonderen Helmbezüge, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Jungs kurz vorher Full Metal Jacket geguckt haben. Hier vorne mit so einem Stück Patronengurt unterm Helmgummi. Hier oben ein Verbandspäckchen, also hier auch Helmgummis wahrscheinlich wieder US. Was mir aber eher ins Auge gefallen ist, ist hier die Feldflaschentasche mit der US-Feldflasche. Leider kann man die Nähte nicht genau erkennen, ob es jetzt ein M56 ist, was ich eher denke,
weil da auch nicht die Tasche dran ist für für die Wasseraufbereitungstabletten, wie es bei den späteren dann der Fall war. Oder ob es eben auch, weiß ich nicht, ob es damals schon so Taschen die man privat kaufen konnte aus dem kommerziellen Verkauf. Ähm, Wüsste ich jetzt nicht, aber hier auf jeden Fall auch ein anderes Ausrüstung. Definitiv auf jeden Fall nie so in der Bundeswehr ausgegeben. Hinten schon die gummierte oder Gummi-Klappspaten-Tasche und ja, sehr wahrscheinlich Fans von Full Metal Jacket. Hier mit der Brille dürfte Joker sein. Ja. Hier, ja, die Bilder sind von der Qualität her recht schlecht, weil das aus einem YouTube-Video ist. Und zwar von einem Angehörigen vom 2. Pionierbataillon 10. Und das ist auf einer Übung, müsste 1991, 92, glaube ich, gewesen sein. Verlinke ich hier nochmal mit und stell's nochmal mit rein. Und zwar haben wir zwei Bundeswehrsoldaten, wovon einer den amerikanischen Kevlar Haskat-Helm trägt. Hier auch der Riemen mit den Leuchtrasierelementen. Auf den anderen Bildern, Aufnahmen habe ich keine Amerikaner gesehen. Also ich bin auch einfach jetzt mal davon ausgegangen, aufgrund der restlichen Ausrüstung, dass es ein Bundeswehrsoldat ist. Ich meine, der spricht auch Deutsch im Video mit dem, was ich gesehen habe. Und der wird sich den wahrscheinlich ja irgendwie getauscht, gekauft oder sonst was haben und rennt mit dem Ding bei der Übung rum. Hier sind noch zwei andere Kameraden aus dem gleichen Videobereich. Und zwar trägt hier der Kamerad die regulären G3 Magazintaschen und dieser Kamerad hier aber das Modell M56 von den Amerikanern, also auch hier ein Stück Surplus, welches es in die Bundeswehr geschafft hat. Hier nochmal ein anderer Blickwinkel von dem Kameraden von gerade eben, sieht man sehr schön den Passgard-Helm, man sieht auch den Riemen und alles im Video in den bewegten Bildern noch. Und das ist tatsächlich einer. Hier drüben bei dem Helmbezug von der Farbe her schwer zu sagen, wahrscheinlich auch eher Richtung Amöbentan. Genau. Hier noch ein sehr spannendes Bild, ebenfalls aus der Barett, und zwar gleich wegen zwei Dingen. Und zwar fangen wir mit dem ersten an. Die beiden hier messern sich eine Runde. Hier vorne ein Bajonett fürs G3. Sowas ist sehr selten zu sehen. Gab es in der Bundeswehr, meine ich, auch niemals so in der breiten Masse eingeführt. Es sollen aber gewisse Bestände für Truppenversuche eingeführt worden sein. Die Zahlen kenne ich jetzt auch nicht. Das ist auch wieder so Messerjockelwissen. Wenn es jemand weiß, gerne dazuschreiben. Aber ansonsten war das Bajonett ja innerhalb der Bundeswehr nicht mehr so ein großes Ding, obwohl die Waffen meistens über die Aufnahmen etc. verfügen. Zum anderen haben wir dann hier noch den Kameraden, der die Pattern 83 Kampfmittelweste der südafrikanischen Armee trägt. Das ist auch kein Einzelfall. Also ich habe jetzt nur erstmal nur das Bild mit drin. Das andere halt muss noch bearbeitet werden etc., dass ich euch das zeigen kann. Aber das ist wohl öfter vorgekommen, dass diese Westen irgendwo im Surplus gekauft wurden und dann innerhalb in der Truppe genutzt wurden. Viele Bilder gibt es natürlich nicht. Auch andere Zeiten, da wurden nicht so viele Bilder gemacht und an die Bilder, die da privat gemacht wurden, muss man auch erstmal irgendwie rankommen und die muss einem jemand zur Verfügung stellen. Ja, das hier in der Barett-Zeitung ist vielleicht auch fürs Foto nochmal extra gemacht, damit es ein bisschen cooler aussieht. Aber ich weiß auf jeden Fall von Kameraden, dass die aktiv getragen wurden. Wenn natürlich offiziell Presse oder sowas da war, musste alles einheitlich sein, da hat man es nicht gemacht. Aber so auf den privaten Aufnahmen habe ich die ebenfalls schon gesehen. Hier noch ein Bild aus dem Buch Scharfschützen. Genauen Titel blende ich mit ein. Und zwar haben wir hier drei Kameraden. Das hier drüben, meine ich, ist ganz normal die Nähtarnuniform der Bundeswehr, die ein bisschen angesprayt wurde. Hier wird man ein bisschen gucken, wie die Tarnung wirken im Gebirge auf dem Stein. Hier drüben schon Flecktarn. Und hier die Wendeplane der Österreicher. Eine Seite eine Seite Erbsentarn, die sehen wir gerade nicht. Und diese Seite Steintarn. Ich weiß, dass auf jeden Fall diese Planen gerade bei den Birksjägern benutzt wurden. Auf einem Foto vom KSK 2002 in Afghanistan haben wir auch gesehen, dass einer aus diesem Material einen Parker getragen hat. Zum anderen habe ich auch schon Kameraden live gesehen. Habe ich jetzt leider keine Bilder parat.
die Helmbezüge für den Fallschirmjägerhelm, also für den Kevlarhelm, aus diesem Material sich nähen lassen haben. Also auch sowas hat es in die Bundeswehr irgendwie in einer Art und Weise mal geschafft. Hier unten drunter ist, glaube ich, die Hose, dürfte wahrscheinlich dieses Alpentarn sein. Aber das ist schon eine ganz coole Sache. Also jetzt hier haben wir auch primär die Bilder von vor 2000. Das werden wir dann auch nochmal wiedersehen in der nächsten Episode. Das war dann auch schon das letzte Bild und erstmal alles für diese Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns die Bilder angucken. So Surplus und andere Tarnmuster innerhalb der Bundeswehr in den Jahren 2000 plus. Dann bedanke ich mich, nutzt das schöne Wetter, genießt den Sommer und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.